Es geht um die Geschichte vom Trozkismus. Es ist ein riesiges Thema und der Rob macht sich schon ein bisschen Sorgen, wenn er in 40 Minuten da kann das irgendwie eindrücken. Ich denke, ja, die Idee hinter so einem Referat ist vor allem eigentlich schauen, was wir als Organisation, wer sind wir, woher kommen wir, aus was für einer Tradition, wie hat sich die sozialistische Ideen und haben sich in der Geschichte entwickelt, wie haben sie sich in den Organisationen ausgedrückt, was für Strömungen hat es gegeben und so weiter. Und eben, wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Er wird jetzt einfach mal eine Einführung geben und ich denke, wir können dann in der Diskussion vielleicht dann die Punkte rauspicken, die euch jetzt besonders interessieren. Und es ist halt eben immer bei so Referaten, es braucht halt mehr Zeit, weil man muss übersetzen. Aber ich denke, wir lassen jetzt einfach mal los. Und ich denke, eben mit dem Rob haben wir da sowieso einen guten Referent, der schon seit irgendwie 40 Jahren oder so wahrscheinlich in unserer Organisation tätig ist und auch eben so, durch das auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Darum gebe ich jetzt das Wort dem Rob. Well, this subject is an extremely large subject. It's really a subject about the history of the labour movement. Also es ist ein riesiges Thema und es ist, wenn man es so anschaut, ist es eigentlich das Thema Geschichte der Arbeiterbewegung. But obviously I haven't got the time to elaborate that kind of scope. Aber natürlich keine Zeit, um eben jedes Detail hineinzugehen. So I'll try and boil it down a bit to basically the traditions of our tendency. Und darum konzentriert er sich auf die Tradition von unserer Strömung. Yeah, our organisation, in one sense, is a very young organisation. Unsere Organisation ist eine sehr junge Organisation. On the other hand, has a long history. It's a very old organisation. Aber auf der anderen Seite sind wir auch eine sehr alte Organisation mit sehr langer Tradition. Also and it traces its lineage all the way back to the days of Marx and Engels. Man kann unsere Herkunft eigentlich zurückverfolgen bis zu der Zeit von Marx und Engels. You could say that after the death of Marx and Engels, the person who defended those ideas and traditions that they based themselves on was Lenin. Und man kann sagen, nach dem Tod von Marx und Engels ist eigentlich die Person, die Tradition weiter verteidigt und weitergeführt hat, ist Lenin gewesen. And after the death of Lenin, you could say the person who conducted a struggle for his ideas was Trotsky. Und nachdem Lenin gestorben ist, kann man sagen, dass Trotzki eigentlich das weitergeführt hat. And we base ourselves on those traditions that Trotsky bequeathed to us. Und wir stützen uns eigentlich auf die Tradition, die Trotzki uns hinterlässt. So we stand on the shoulders of these great thinkers, these great revolutionaries. Also wir stehen auf den Schultern von diesen grossen Denkern, grossen Revolutionären. I know a lot of the young comrades here are from the USO tradition, or the USO tennis organisation. Und eben viele von euch und von uns sind aus der USO. But really, we trace our tradition really to the struggle within inside the Communist Party. Aber viel von unserer Tradition kommt aus dem Kampf in der kommunistischen Partei. We base ourselves on the Russian Revolution. Wir stützen uns auf die russische Revolution. Of the Communist International. Die kommunistische Internationale. And then the struggle of Trotsky against Stalinism. Und dann auf den Kampf von Trotzki gegen den Stalinismus. The left opposition was established by Trotsky in 1923. Die linke Opposition ist von Trotzki 1923 ins Leben gerufen worden. But even prior to that, Trotsky had formed a bloc with Lenin against the bureaucracy within the developing bureaucracy within the state and party against Stalin. Aber schon vorher hat Trotzki zusammen mit dem Lenin einen Block formiert in der kommunistischen Partei gegen die zunehmende Bürokratisierung in der Partei und im Staat, also gegen Stalin. Unfortunately, Lenin had suffered a series of strokes in 1922, 1923. Leider hat Lenin verschiedene Schlaganfälle gehabt, 1922, 1923. And therefore the struggle was left to Trotsky to carry through. Und darum war Trotzki dort dann relativ allein in diesem Kampf. Lenin died then on the 21st of January 1924. Und am 21. Januar 1924 ist Lenin dann gestorben. He had left a testament. Und er hat das Testament hinterlassen. In which he reviewed the leadership of the party. Wo er so die Führungsleute auseinandergenommen hat eigentlich. Also so. In which he recommended that Stalin be removed from his position as General Secretary because of his rude attitude, his abuse of power.
Und dort in dem Testament hat er geschrieben, dass Stalin eigentlich müsste von seinem Posten als Generalsekretär entfernt werden, weil er eine Tendenz hat, dass er seine Macht missbraucht. And Trotsky was commended for his abilities and talents in the party. Und Trotzki ist gelobt worden in dem Testament auch für seine Fähigkeiten und seine Talente in der Partei. Unfortunately, personal ambition comes into this struggle at that time, where a block takes place between Zinoviev and Kamenev, and Stalin. They form a triumvirate behind the backs of the party. Und dummerweise ist dann in dieser Zeit hat es halt auch aus persönlichen Ambitionen heraus dann einen Block gegeben zwischen Simoniev, Kamenev und Stalin, also ein Triumvirat, wie man so sagt. In order to prevent Trotsky becoming the leader of the party. Und das Ziel von dem Zusammenschluss war, dass man Trotzki davon abhalten, die Führung der Partei zu übernehmen. And a campaign was launched to discredit Trotsky. Es hat eine riesige Kampagne gegeben, wo man Trotzki diskreditiert hat. They invented the term Trotskyism, which never existed before. Sie haben den Begriff Trozkismus eingeführt, der vorher nicht existiert hat. And they dug up all the old disputes that took place within the party, bygone disputes between Lenin and Trotsky. There were quite some sharp political struggles. Und sie haben dann alle alten Diskussionen oder Streitereien zwischen Lenin und Trotzki wieder aufgegraben und die präsentiert so. They ripped it out of context and threw it into the face, if you like, of the party membership. Und haben eben den Konflikt genommen und haben sie aus dem Kontext rausgerissen und haben sie der Partei vorgeworfen, um zu sagen, dass es da einen riesigen Unterschied gibt. The Trotsky represented the historical interests of the proletariat and defended the fundamental ideas of Marxism. Und Trotzki hat in dieser Zeit dann eigentlich die fundamentale Idee vom Marxismus weiterhin vertreten und die Idee von der Arbeiterklasse. Whereas Stalin represented the growing bureaucracy within the Soviet Union. Während Stalin eigentlich der Repräsentant war von der wachsenden bürokratischen Apparat in der Sowjetunion. And it was the bureaucratic reaction to October, and the development of Stalinism, that you get the revision of Marxism. Und durch eben die bürokratische Reaktion in der Partei und in der Sowjetunion hast du eigentlich nachher eine Revision vom Marxismus passiert. And in 1924, Stalin comes forward with the theory of socialism in one country. Und Stalin hat dann die Idee präsentiert vom Sozialismus in einem Land. Which has nothing in common with Marxism. Was mit dem Marxismus nichts gemein hat. But it reflected the interest of the bureaucrats who wanted a quiet life, didn't want world revolution. Sondern es hat eigentlich die Interessen der Bürokratie widergespiegelt, die lieber ein ruhiges Leben hatten, als sich mit der Weltrevolution auseinandersetzen. And Stalin, together with Zinoviev and Bukharin, prepared the ground for the disaster that was going to happen in Russia. Und eben in dieser Zeit haben Stalin, Zinoviev und zusammen mit dem Bukharin haben eigentlich den Boden, die Basis gelegt für das Desaster, das nachher in der Sowjetunion passiert ist. I think it was in 1927 when Trotsky was expelled from the party and expelled pushed into exile. Und 1927 ist Trotzki dann aus der Partei ausgeschlossen worden und ins Exil geschickt worden. But he said if Stalin, sorry, it was later than this. He said if Stalin had realized, where his methods were going to end up, he would have recoiled because he didn't know where these things were going to end up. Und wenn Stalin gewusst hat, wo seine Methoden hinführen, dann hat er das nicht so gemacht. Also er hat nicht gewusst, wo das hinführt. Because Stalin was an empiricist. Weil Stalin ein Empiriker war. You know, theoretical grounded. Nicht ohne theoretische Basis. He was an apparatus man, organizational man. Er war ein reiner Apparat-Mensch, also ein organisatorischer Mensch. This suited the bureaucracy. Das hat der Bürokratie gepasst. And he became the figurehead of the counter-revolution in Russia. Und so ist er eigentlich die führende Figur von der Konterrevolution in Russland geworden. As a result of this misleadership and advice, we saw the shipwreck of the German Revolution in 1923. Die Niederlage der deutschen Revolution 1923 war eine Folge von dieser falschen Politik von Russland. In China, they adopted Menshevik policy, a block of 4 classes. In China haben sie eine menschewistische, also eine reformistische Politik gemacht, wo man einen Block gemacht hat von 4 Klassen. Chiang Kai-shek, who became the leader of the Kuomintang, the nationalist organization, was brought on
to the the Executive Committee of the Communist International. Chiang Kai-shek ist Führer von der Kuomintang, das ist eine nationalistische Partei in China. Der ist in die kommunistische Internationale aufgenommen. And the Kuomintang was made a sympathizing section of the International. Und Kuomintang als Partei ist eine sympathisierende Sektion von der Internationalen. With the sole exception of the sole vote against of Trotsky. Und Trotzki ist der Einzige, der dagegen gestimmt hat. And this led to an absolute debacle, the massacre in Shanghai. Und das hat zu einem riesigen Debakel geführt, also mit dem Massaker in Shanghai. And then the attempted putsch in Canton. Und dem versuchte Putsch in Canton. Led to the defeat of the Chinese Revolution. Hat zu der Niederlage der chinesischen Revolution geführt. And the defeat of the German Revolution, the Chinese Revolution, was a colossal blow to the masses in Russia. Und eben die Niederlage in Deutschland und die Niederlage in China, das ist ein riesiger Schlag für die Arbeiterbewegung. And strengthened the hands of the bureaucracy more and more, increasingly. Und hat in der Sowjetunion die Bürokratie extrem gestärkt. Zinoviev and Kamenev broke with Stalin in 1926. Und 1926 hat Simonev und Kamenev mit Stalin gebrochen. And came over to Trotsky's position. Und haben sich wieder um Trotzki zugewendet. But they were very unreliable allies. Aber sie sind sehr unzuverlässige Kollegen gewesen. But they spilled the beans, you know. They told Trotsky what they'd been up to and what Stalin had been up to. Aber sie haben Trotzki alles erzählt, was Stalin so gemacht hat. And they formed a united opposition. Und sie haben eine vereinigte Opposition gegründet. But in November 1927 they were expelled from the party. Aber eben dann 1927 sind sie aus der Partei ausgeschlossen worden. Within the next 2 years, Stalin had also expelled the right opposition from the party of Bukharin. Und in den folgenden Jahren hat dann Stalin auch die rechte Opposition aus der Partei ausgeschlossen, also die Bukharin und so. So all the workers' democracy had been destroyed, all the tradition has now been destroyed in the Bolshevik party. Und die ganze Arbeiterdemokratie, die ganze Tradition ist zerstört worden in der bolschewistischen Partei. They adopted from opportunism and they went to ultra-leftism. Und vom Opportunismus sind sie dann zum Linksradikalismus gekommen. Which in Germany resulted in a disaster. Und in Deutschland hat das zu einem Desaster geführt. Instead of having a united front of the Communist Party and the Social Democrats to fight Hitler, anstatt dass man irgendwie eine Einheitsfront gemacht hat zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten, um den Hitler zu bekämpfen, Stalin came forward with a new theory called social fascism. Ist der Stalin mit einer Theorie vorgekommen, die Sozialfaschismus heisst. Which said that the Social Democrats were social fascists and they were worse than the fascists. Wo heisst, dass die Sozialdemokraten eigentlich Sozialfaschisten sind und sogar fast noch schlimmer sind als Faschisten selber. They even called upon the young school children, you know, the Communist Party school children, to fight the Social Democrats in the play yards, you know, in the schoolyards. Und sie haben sogar Kinder dazu gebracht, in der Schule, also Kommunistenkinder dazu gebracht, in der Schule Sozialdemokratenkinder zu verhauen. Thereby in 1933 Hitler was able to come to power without breaking a window pane, as he put it. Und eben 1933 ist der Hitler dann an die Macht gekommen, dass er das Fensterglas hat müssen zerbrechen. I believe it was in I think either September or November 1933 there were elections in Germany, and by this time the Social Democrats had been legalized, banned together with the Communist Party, and the Hitler Party got 92% in the elections. Also in den Wahlen nach 1933 sind Sozialdemokraten und Kommunisten verboten worden und die NSDAP hat 92% der Wähleranteil gehabt. And the Communist Party said this was a victory because after Hitler it'd be our turn. Und die Kommunisten haben das sogar noch als Sieg angeschaut, weil sie dachten, ja, wenn der Hitler dann weg ist, dann haben sie wir dran mit der Macht. Trotsky commented at the time that up until this moment, all the defeats that had taken place were due to the stupidity, if you like, and the false policies of Stalin and the leadership. Und Trotzki hat eigentlich Positionen vertreten gehabt bis zu dem Punkt, dass sämtlich all die Niederlagen, die wir jetzt darüber geredet haben, eigentlich aus der Dummheit von der stalinistischen Politik herausgekommen sind. Also, but after 1933, he says that they become more conscious. It's a deliberate attempt now to
to bring about a defeat of the revolutions in the 1930s. Aber eben nach 1933, wo man sieht, wie Hitler an die Macht gekommen ist, hat er dann eigentlich Position eingenommen, dass die Kommunisten, die Stalinisten sich ihrer Tat eigentlich bewusster geworden sind und jetzt ein aktiver Faktor eigentlich in der Konterrevolution, in der Zerstörung von der Revolution, internationalen Revolution. And they moved from ultra-leftism then, again, there's a zigzag to the ideas of popular frontism, which is the unity of the workers' parties with the radical bourgeois parties. Not a united front, a popular front. Und die Stalinisten haben dann, nachdem Hitler die Macht ergriffen hat, haben sie eine neue Taktik entwickelt, die Volksfront-Taktik heisst, wo eigentlich die Arbeiterpartei zusammen mit der bürgerlichen Partei sich probiert, den Faschismus zu bekämpfen. And Trotsky described the Popular Front as a strike-breaking conspiracy. Und Trotzki hat aber die Volksfront-Theorie eigentlich als Streikbrecher-Verschwörung bezeichnet. And this had a big effect in France and also in particular in Spain. Und die schlimmsten Auswirkungen von der Volksfront-Praxis sind eigentlich in Frankreich und in Spanien gewesen. Because in Spain you had the developing revolution. In Spanien hat man sich entfaltende Revolution gehabt. And Stalin was terrified that a victorious revolution in Spain would revitalize the workers in Russia and they would overthrow the bureaucracy. Und Stalin hat Angst gehabt, dass eine erfolgreiche Revolution in Spanien dazu führen könnte, dass die russischen Arbeiter wieder einen revolutionären Enthusiasmus schöpfen und Bürokratie stürzen. And they put into train the trials, the Moscow trials. Und hat angefangen in dieser Zeit mit dem Moskauer Prozess. By this time, as I said, Trotsky had been expelled from the Communist Party and exiled from the Soviet Union. Wie wir vorher gesagt haben, Trotzki ist ja schon aus der Partei ausgeschlossen worden und aus der Sowjetunion verwiesen worden. And Zinoviev and Kamenev, who were expelled, were then readmitted into the party as long as they'd submit and be, good boys and agree that they would made fundamental mistakes. Und Simonev und Kamenev sind in dieser Zeit wieder in die Partei aufgenommen worden, unter der Bedingung, dass sie sagen, also dass sie eigentlich Fehler zugeben, ihre politischen Fehler beichten sozusagen. In other words, they had to capitulate. Also sie müssen kapitulieren vor dem Stalinismus öffentlich. And Trotsky denounced this capitulation. He says, this will lead nowhere. You'll sell your soul if you capitulate. Und Trotzki hat aber immer gesagt, das ist ein riesiger Fehler, dass man da kapituliert, weil man verkauft seine Seele, wenn man das macht. But by 1936, in August 1936, the first Moscow trial had begun and had concluded of Zinoviev and Kamenev. 1936 sind dann die ersten Moskauer Prozesse über die Bühne gegangen und Simonev und Kamenev sind erschossen worden. Now Stalin had begun to draw a line of blood, if you like, between Stalinism and Bolshevism. Und das ist auch der Moment, wo so wirkliche Linie aus Blut gezogen worden ist von Stalin zwischen dem Stalinismus und dem Bolschewismus, der Tradition vom Bolschewismus. Because these were frame-up trials, they were based upon personal confessions, no evidence, just confessions, and they these once revolutionaries confessed that they'd be agents of Hitler and the capitalist West and so on. Und die ganzen Prozesse haben eigentlich nicht auf irgendwelchen Beweisen oder so basiert, sondern es sind einfach Geständnisse von Leuten, die zu diesen Geständnissen natürlich gezwungen worden sind, wo dann plötzlich die ganzen führenden Bolschewiken sich haben müssen selber bezichtigen, dass sie irgendwie Agenten von Hitler sind oder Agenten vom westlichen Imperialismus. And they all had to agree that it was Trotsky who was the guiding inspiration of fascist counter-revolution inside of the Soviet Union. Und sie haben alle müssen aussagen, dass Trotzki eigentlich der denkende Kopf hinter dieser faschistischen Verschwörung ist. And they were it was like a madhouse, because they were accusing all the Bolshevik leaders. They accused Bukharin of trying to poison Lenin in 1918. I mean, all I'm giving you, they invented all this fiction, this complete nonsense, to blacken the name of all the leaders of the Russian Revolution. Also sie haben all führenden Persönlichkeiten von der bolschewistischen Partei sind vor Gericht gestanden und eben unter anderem zum Beispiel der Bukharin, wo man irgendwie bezichtigt hat, dass er Lenin vergiften 1918. And it's from this time that Stalin decided he wanted to eliminate Trotsky physically, he wanted to murder him.
Und das war ja die Zeit, wo eigentlich in der Stalin eigentlich den Entscheid gefasst hat, dass Trotzki umgebracht werden muss. And by 1938, majority of the Central Committee had led the revolution in 1917 had been murdered by Stalin. Und 1938 ist schon über die Hälfte vom Zentralkomitee von der bolschewistischen Partei, die 1917 die Revolution angeführt hat, umgebracht worden von Stalin. And Stalin had these massive communist parties, the Stalinist parties around the world, which waged a colossal campaign of lies and slander against Trotsky and Trotskyism. Und Stalin ist natürlich hat den Einfluss gehabt über all die kommunistischen Parteien in allen Ländern, die riesig, extrem stark sind, und hat durch die riesige Kampagne in der ganzen Welt geführt, wo eigentlich Trotzki diffamiert und ja. And they all endorsed the murder, because that's what it was, of the Bolshevik leaders, saying that the trials were perfectly correct, they were all justifiable, that these people were counter-revolutionaries, were traitors, and they needed to be shot, and they were shot. Und in dieser Kampagne ist natürlich auch gesehen, dass die Moskauer Prozesse absolut gerechtfertigt sind und all die bolschewistischen Führer zu Verrätern worden sind und darum auch das verdient haben, dass man sie alle erschießt. So Trotsky was lucky in one sense, insofar as if he had been in the Soviet Union, he would have been arrested and he would have been shot by them by 1936. Und Trotzki kann man sagen, er hat das Glück gehabt, dass er zu dieser Zeit nicht in der Sowjetunion war, weil sonst wäre er schon 1936 verhaftet und erschossen worden. But in early 1928, Trotsky had been exiled, internal exiled, to Alma-Ata in Central Asia. Aber Trotzki ist schon 1928 ins Exil geschickt worden, noch in der Sowjetunion, auf Alma-Ata, das ist in Zentralasien, Kasachstan oder so irgendwo. And then exiled to Prinkipo in Turkey. Und dann kurz darauf ist er dann in die Türkei abgeschoben worden, auf Prinkipo. And Stalin felt, well, once I get rid of him, I'll be it, he's finished. You know, he just thought that would be it. Und Stalin hat dort einfach das Gefühl gehabt, ja, wenn ich den mal aus dem Land raus, dann bin ich los. Because Trotsky was a dedicated man, dedicated to the revolution, and began to organize not just the Russian left opposition, but the international left opposition. Aber Trotzki war ein sehr engagierter Revolutionär und hat dann angefangen, aus dem Exil nicht nur die russische linke Opposition zu organisieren, sondern auch in der internationalen linke Opposition aufzubauen. And at that time it was a question of reform of the Soviet Union and the reform of the Communist International. They saw themselves as a left opposition within the Communist International, although they were expelled. Und zu dieser Zeit ist ihre Politik eigentlich, obwohl sie aus den Parteien ausgeschlossen worden sind, dass sie eigentlich gesagt haben, wir müssen die Parteien reformieren. Sie haben sich als linke Opposition gesehen, die internationale wieder auf Kurs bringt. A brilliant book by Trotsky is My Life, and explains in there he was in a planet without a visa, because no country in the world would take him. He went from Turkey, he managed to go to France for a few years. He was hounded in France. He managed to go to Norway. He was under house arrest really in Norway, and then fled to Mexico. The only country in the world in 1937 which would give Trotsky asylum was Mexico under Cardenas. Und eben wie Trotzki in «Mein Leben» geschrieben hat, ist er ein Mann ohne Visum gewesen, ein Mann auf einem Planeten ohne Visum, weil er ist einfach froh, kein Land hat ihn aufnehmen, weil er einfach niemand hat, der revolutionär in seinem Land wollte. Und er ist dann von der Türkei auf Frankreich abgeschoben worden und von Frankreich ist er auf Norwegen gegangen, wo er dann unter Hausarrest gestanden ist. Und von dort 1937 ist dann Mexiko das einzige Land gewesen, wo ihm ein Visum angeboten hat, und dann ist er auf Mexiko gegangen. So Trotsky continued the real methods and traditions of Bolshevism, defended them against the counter-revolutionary tendencies of Stalinism. Und in der ganzen Zeit hat Trotzki eigentlich ist der gewesen, wo die Traditionen und so in der internationalen. But this international left opposition was crystallizing at a time of defeats, big defeats of the working class. Aber die linke Opposition, die hat sich angefangen herauszukristallisieren in der internationalen inneren Zeit, wo die Arbeiterbewegung weltweit eigentlich Niederlage um Niederlage hat müssen einstecken. After the defeat in Germany, where it was quite obviously a major defeat with Hitler coming to power, that the Communist parties were saying it was a victory for them, and yet there was no reaction inside the Communist Party. There was just no reaction at all.
and Trotsky drew the conclusion that the Communist parties were now dead under those circumstances. Nach dem Sieg von Hitler ist eigentlich keine Reaktion aus der kommunistischen Partei, also es ist kein Streiks oder irgendwelche Aufstände oder irgendetwas. Und Trotzki hat darum irgendwie dann den Schluss gezogen, dass die Parteien völlig gleichgeschaltet und echt tot sind. That they couldn't argue, couldn't fight for reform any longer. They had to try and establish new parties. Das ist auch der Punkt, wo sie dann den Schluss gezogen haben, dass man kann nicht mehr für Reformen kämpfen in den kommunistischen Parteien, sondern sie müssen neue Parteien aufbauen. They had to fight for political revolution in Russia, not just reform of the government, but actual political revolution in Russia to overthrow the bureaucracy. Und da gegenüber der Sowjetunion haben sie die Position genommen, dass es nicht mehr einfach ein paar Reformen braucht, um die Bürokratie loszuwerden, sondern es braucht eine politische Revolution, wo eigentlich die Bürokratie entmacht. Und so. And the idea was born of a new international. The third international had gone the same way as the second international, was now a barrier to the working class movement, and a new fourth international should be created. Und sie haben den Plan aufgestellt und die Theorie gehabt, dass eigentlich die dritte Internationale ähnlich wie die zweite Internationale degeneriert ist und man muss eine neue Internationale aufbauen, weil die dritte Internationale zum Hemmnis für die Weltrevolution geworden ist. So Trotsky attempted to draw the opposition forces together. It was one hell of a task. Und Trotzki hat dann versucht, halt alle oppositionellen Kräfte auf der Welt irgendwie zusammenzuziehen und das war eine riesige Aufgabe gewesen. Because you had people who came towards him on the basis that they hated Stalin, but they weren't necessarily for the ideas of Bolshevism. Weil es hat auch sehr viele Leute gehabt, die auf den Trotzki zugekommen sind, ihn probierten zu unterstützen, die das einfach aus Hass gegenüber Stalin gemacht haben, aber eigentlich nicht wirklich die Idee vom Bolschewismus teilt haben. So he also had to wage a struggle inside the movement, inside the opposition, for the genuine ideas of Bolshevism. Und darum hat er auch im Aufbau von seiner eigenen Strömung eigentlich immer müssen die Kräfte bekämpfen, oder dafür kämpfen, dass er die Ideen vom Marxismus erhalten bleiben. And in 1935, when he was in France, he wrote a diary, his diary in exile it was called, and in one of those entries, he talks about his role, Lenin's role, whether he was indispensable in 1917 or not. Als er in Frankreich im Exil war, hat er ein Tagebuch geschrieben, also so ein Exiltagebuch, wo er drin geschrieben hat über die Rolle von Lenin in der russischen Revolution und Trotzki. He assesses his life really, saying, well, you're at different points. The building of the Red Army, for instance, founding of the Communist International. These were important contributions he made. Und er redet davon, also es ist so ein bisschen auch autobiografisch, und er redet darüber eben das Militär, die Rote Armee, die er aufgebaut hat, dann der Aufbau von der dritten Internationalen, wo er aktivste Teil davon war. But he said they were put into the shade. The most important work he was doing at that time, more important than 1917, more important than the work he'd done previously, was the fusing together of this new cadre and passing on to them the genuine traditions of Bolshevism. Aber obwohl er eben all die grossen Sachen gemacht hat, wie international aufbauen und die Rote Armee aufbauen, hat er gesagt, das, was er im Moment mache, im Exil, stelle ich das bei weitem in den Schatten, und das eben das Zusammenziehen von den oppositionellen Kräften, der Aufbau von der Kader und die Übergabe von der marxistischen Idee an die Leute, damit die Idee vom Bolschewismus weiterleben. And he says in there, I got 5 years left. Und er hat gesagt, er hat nur noch 5 Jahre übrig. Which was got a remarkable coincidence, because he was murdered in August 1940. Und er hat gesagt, er hat nur noch 5 Jahre zu leben, und das ist nicht schlechte Voraussage, weil 5 Jahre später ist er umgebracht worden. He said he estimated he had 5 more years in order to fulfill this task of transferring this traditions, these ideas, to the next generation who would carry through the revolution. Und er hat das so geschafft in dem Ding, dass er angenommen hat, nur noch 5 Jahre, um genau irgendwie die Kader aufzubauen, damit die Organisation weiter funktionieren kann. You could say without any doubt that Trotsky and the Trotzkist movement were probably the most persecuted movement in history.
Man kann sagen, dass wahrscheinlich der Trozkismus und die trozkistische Bewegung in dieser Zeit eine der stärkst verfolgten politischen Bewegungen war in der Geschichte. The movement was infiltrated by the Stalinists. Die Bewegung war infiltriert von stalinistischen Agenten, to disrupt the work, um die Arbeit zu sabotieren und zu zerstören, to cause confusion, to cause bad blood. Um Streitereien anzufangen und Verwirrung zu stiften. Then they murdered a whole number of leading individuals. Und sie haben eine ganze Reihe von führenden Genossen immer wieder umgebracht. Key organizers of the movement. Wichtige Schlüsselfiguren in der Bewegung. Including Leon Sedov. In February 1938, who was Trotsky's son. 1938 zum Beispiel der Leo Sedov, von Trotzki sein Sohn. Of course, Trotsky's family had either been murdered in Russia, in the purges. Und, Sergei, his other younger son, was killed in 1937. Der Rest von seiner Familie, die noch in Russland war, die sind alle umgebracht worden bei den Säuberungen. Und also sein Sohn Sergei zum Beispiel, 1937. His first wife was killed. Seine erste Frau ist umgebracht worden. The Duma movement was the most persecuted movement. The whole of the world's Stalinist press, with daily papers, all the apparatus, were just castigated against this one individual and what he represented. Eben der ganze Apparat von der stalinistischen Bürokratie, von all den kommunistischen Parteien mit ihren täglichen Zeitungen, die sie rausgegeben haben, ist alles nur gegen Trotzki gerichtet gewesen und gegen die Ideen, die er vertreten hat. Eventually they managed to send an agent to murder Trotsky in 1940. Und letztendlich ist es nicht gelungen, dass sie einen Agent auf Mexiko geschickt haben, der Trotzki 1940 umgebracht hat. But what Trotsky had left behind was an enormous treasure of writing. Aber was Trotzki hinterlassen hat, ist ein riesiger Schatz an Schriften. You can go back, the history of the Russian Revolution. Zum Beispiel die Geschichte von der russischen Revolution. The book that he wrote. Das Buch, das er geschrieben hat. The Revolution Betrayed. Oder die verratene Revolution. All the writings on Germany in 1932-33 about Hitler. Oder die ganzen Schriften über Deutschland 1932-33 über Hitler. The lessons of October about 1923 in Germany, in effect. Oder die Lehren des Oktobers, oder wie das auf Deutsch heißt. The writings on the general strike in Britain. Oder Schriften über Generalstreik in England. The writings on the Spanish Revolution. Über die Spanische Revolution. The writings on the events in France. Über Frankreich hat er viel geschrieben. I mean, it's a colossal heritage, theoretical heritage, of Marxism applied to the real world. Und das ist ein riesiges Sammelsurium, eine riesige Erbschaft an Marxismus, die angewendet worden ist in der realen Welt. Even though the book on the biography of Stalin, from a Marxist point of view, explaining the rise of Stalin and Stalinism. Zum Beispiel das Buch Stalin, wo er aus dem marxistischen Standpunkt den Stalinismus und den Aufbau vom Stalinismus erklärt. In 1938, they managed to form this very tiny force, managed to come together and declare the Fourth International. 1938 haben sie es geschafft, eben so ein kleines Grüppchen von Leuten zusammenzuziehen und haben dort die Vierte Internationale gegründet. And they adopt a program. Und sie haben das Programm verabschiedet. The transitional program. Das Übergangsprogramm. Which says that within the next 10 years, not one stone upon another will be left of the old organizations. Wo drin steht, dass in den nächsten paar Jahren wird kein einziger Stein von den alten Organisationen mehr auf dem anderen stehen. And that the Fourth International will be the dominant force on the planet. Und dass die Vierte Internationale die dominierende Kraft auf dem Planet wird. That particular perspective was falsified because of the war. Und die Perspektive, die ist offensichtlich falsch gewesen, wegen dem Krieg, der ausgebrochen ist. But she expected that out of the war, either the Soviet Union would go capitalist, or the Soviet Union would be regenerated into a healthy worker state. Weil seine Perspektive war, dass nach dem Krieg entweder die Sowjetunion zusammenbricht und wieder vom Kapitalismus irgendwie übernommen wird, oder durch den Krieg eine politische Revolution eigentlich einen gesunden Arbeiterstaat der Sowjetunion wiederherstellt. That didn't happen because Hitler, who had signed a pact with Stalin in 1939, aber das ist nicht passiert, weil der Hitler-Stalin-Pakt, der 1939 geschlossen worden ist. Nevertheless, by 1941, had tore up the pact and marched on Moscow.
Und nachher dann kurz darauf den verrissen hat und die Sowjetunion einmarschiert ist. And Stalin thought the game was up. He actually said in his speeches that all that Lenin has built will now be destroyed. This so-called Great Wall there was just wasn't a Great Wall, really. Und der Stalin, als das passiert ist, hat dann gefunden, oh mein Gott, jetzt geht alles zugrunde und alles, was Lenin aufgebaut hat, verlieren wir. Und eben der Stalin ist nicht so der Held gewesen, wie er sich immer dargestellt hat. But the Russian mass, first of all, showed the reason why, if you like, the Second World War was basically reduced to a struggle between Stalin's Russia and Hitler Germany. That was the Second World War in Europe. Der Zweite Weltkrieg in Europa kann man eigentlich reduzieren auf den Kampf zwischen Hitler-Deutschland und der Sowjetunion. I mean, all the other time, Britain was piddling around in North Africa and stuff like that. The real struggle was definitely between Russia and Germany. Und dort ist der Brennpunkt vom Krieg, weil England sich irgendwie da in Nordafrika rumtümpelt. Because of the planned economy, although it was a bureaucratically planned economy, they could move enormous resources because they lost a lot in the first months of the Second World War because Hitler refused to believe that Hitler had attacked. Eben, die Sowjetunion hat zwar eine bürokratische, aber trotzdem eine Planwirtschaft gehabt und durch das sind sie fähig gewesen, enorm schnell irgendwie zu reagieren und halt riesige Kräfte zu mobilisieren. Und obwohl sie am Anfang vom Krieg, also wo Hitler angegriffen hat, zuerst extrem viele Sachen verloren haben, weil sie einfach nicht akzeptieren oder Stalin nicht einsehen, dass Hitler tatsächlich angegriffen hat, das hat das einfach nicht glauben. So whole industries like the steel industry and so on were uprooted and just taken as a whole into the east. Was sie dann akzeptiert haben, haben sie einfach die ganze Stahlindustrie, die im Westen von der Sowjetunion war, haben sie einfach genommen und als ganze Fabrik in den Osten übergepflanzt, um das aus dem Schussfeld von Hitler zu nehmen. And rather than the counter-revolution coming with goods, to the Russian people, that they would like. Do you know what I'm getting at? No, I'm not. Okay. In the revolution with trade, Trotsky raised the idea that the counter-revolution would come in the baggage trains of the counter-revolutionary troops. What he meant was the technology, the goods that could be the cheap goods from the West and so on, which would affect the psychology of the Russian masses. Okay, anders als gedacht haben, dass das Konterrevolution eigentlich im Gepäck von der Armee kommt. Also es ist, dass hinten dran die ganze Technologie und billige Waren aus dem Westen eigentlich einen Einfluss haben nachher dann auf Massen in Russland. A bit like when East Germany united with West Germany, and the East Germans saw these goods in the West German shops and so, wow, this is amazing. This sort of thing was a very powerful attraction. Also man kann das irgendwie vergleichen mit Ost- und Westdeutschland, wo die Wiedervereinigung war. Und eben in Osten hat man einfach das Gefühl, der Westen ist das Paradies, weil dort hat es all diese Sachen. But they didn't do that. They came with gas chambers. And the fascists treated the Soviet people like slaves, like animals. Das ist nicht so passiert, weil Nazis eben nicht so eingefahren sind, sondern sie haben Gaskammern mitgebracht und haben die russische Bevölkerung wie Tiere behandelt. So the Russian masses fought like tigers against the counter-revolution, against the fascists. Und darum hat sich die ganze sowjetische Bevölkerung halt auch mobilisiert und haben wie Tiger zurückgekämpft. And drove Hitler's armies all the way back to Berlin. Und haben Hitler seine Armee bis zurück auf Berlin gejagt. But Churchill and Roosevelt, they miscalculated. They were Truman. They thought that Hitler and Stalin would fight each other and exhaust each other completely, and that they would step in and seize the loot. That was the strategy and perspective of American imperialism and British imperialism. Also der englische und der britische Imperialismus, die haben sich dort ein bisschen verschätzt, weil sie haben das Gefühl gehabt, ja, die Sowjetunion und Deutschland, die werden sich zerfleischen, bis sie völlig erschöpft sind und dass dann England einfach noch reingehen und sich die Länder einfach noch plündern. But they miscalculated completely, and the Red Army was swept through Europe. Aber sie haben sich völlig verrechnet und die Rote Armee ist über Europa hergefallen. Oder hat Europa überschwemmt, also aufgerollt. Of course, half of Germany then was lost to capitalism.
Die Hälfte von Deutschland ist an Sozialismus verloren gegangen aus kapitalistischer Sicht. The partisans were coming to power in Yugoslavia against Stalin's advice. Und sogar gegen Stalin sind seine Anweisungen sind in Jugoslawien Partisanen die Macht übernommen. And in the post-war period, you had a massive revolutionary wave. Und in der Nachkriegszeit hat man eine massive revolutionäre Welle gehabt. In France, for instance, de Gaulle was rushed to Paris because there was uprisings in Paris. In Frankreich zum Beispiel, der de Gaulle hat auf Paris zurückstressen, weil es dort Aufstand gegeben hat. The resistance had taken power, communist resistance. Also der kommunistische Widerstand hat dort Macht übernehmen. But of course, Stalin didn't want revolution. He had made an agreement in Yalta with Roosevelt and with Truman and Churchill, and they would carve up Europe into buffers. Aber eben Stalin hat keine Weltrevolution wollen und er hat dann nach dem Krieg mit den Amerikanern und den Engländern zusammen Pläne ausgearbeitet und die Länder verteilt. And just like I've been passed a note from the chairman, that's what Stalin did to Churchill. And it was Greece, Romania, all the countries were listed down. You take that, you take this, we'll have half of that, you'll have half of this. And Churchill agreed. And he said, well, you've got to destroy that bit of paper. He said, no, you keep it as a souvenir. That was the cynicism of these gangsters. Also, so wie ich ihm jetzt das Papier angesteckt habe, hat der Stalin auch Churchill das Papier angesteckt, wo er so ein bisschen aufgeschrieben hat, was er alles für welche Länder er gerne hätte. Und der Churchill hat dann da eingewilligt. Dann wir müssen aber das Papier jetzt zerstören und der Stalin hat gefunden, nein, das kannst du als Souvenir noch behalten. And the communist parties, instead of being used as weapons for revolution, were used as weapons for counter-revolution. So they entered the governments in Italy and in France, popular front governments, to keep the masses in check. Die kommunistischen Parteien, die gemacht worden sind, um die Revolutionen durchzuführen, zu Kräften der Revolution aufbauen, sind zu Kräften der Konterrevolution geworden und sind in verschiedensten Ländern, Frankreich, Italien, in Volksfrontregierungen gegangen, zusammen mit den bürgerlichen Parteien, um Massen eigentlich zu unterdrücken und die Revolution zu unterdrücken. So the perspective of Trotsky of a revolutionary wave after the Second World was entirely true. Und Trotzki seine Perspektive, also dass es eine revolutionäre Welle gibt nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist richtig gewesen. The problem was that the Trotskyists were very, very small. They couldn't influence the mass movement. Das Problem ist, dass der Trozkismus, trotzkistische Organisationen sehr klein sind und zu wenig Einfluss gaben in den Massenorganisationen. And one of the reasons for this, not the only reason, was the failure of the leaders after Trotsky's death of the Fourth International. Und der Grund, warum die trotzkistischen Kräfte so schwach sind die Fehler von den Führern von diesen trotzkistischen Gruppen nach dem Tod von Trotzki. And instead of, because the situation changed, the situation was fluid. But instead of recognizing the changed situation and orientating yourself, they just repeated, like parrots, what Trotsky had said in 1940. Und ich meine, das ist eine Situation, wo sich die Welt massiv rasch verändert hat, immer wieder neue Situationen da sind und die Führer haben nicht flexibel auf die Änderungen reagieren, ihre Perspektive und Analyse und haben eigentlich einfach das, was Trotzki geschrieben hat, bevor er gestorben ist, wie ein Papagei einfach immer wiederholt. They just couldn't face up to reality, to recognize reality. So they made one mistake after another. Und sie haben wie die Realität einfach nicht können wahrnehmen und darauf reagieren und darum haben sie einen Fehler nach dem anderen gemacht. You know, they came out and said, oh no, in 1945, after the war had finished, they said, oh no, the war had not finished. Because, we haven't, in other words, we weren't recognizing the reality of the situation. Also zum Beispiel haben sie sich geweigert zu anerkennen, dass der Zweite Weltkrieg 1945 vorbei war. Sie haben gesagt, nein, der Krieg ist nicht vorbei, das ist nur eine Pause. They said that capitalism couldn't recover, because Trotsky said in 1940, it's the death agony of capitalism, it can't recover.
der Trotzki 1940 vom Todeskampf vom Kapitalismus geschrieben hat, haben sie gefunden, ja, der Kapitalismus, der stirbt jetzt gerade, also der kann sich nicht wieder regenerieren. Despite all the figures in front of them, all the figures were going up, production was going up, and then so on and so forth. Obwohl, wenn man die Wirtschaftszahlen angeschaut hat, hat man ganz klar gesehen, dass es eine Erholung gibt. But the revolution was carried through, yes, in a caricatured form in Eastern Europe and in China, but they denied that the revolution had taken place. They said, oh no, this is still capitalism. Die Revolution hat in vielen Ländern stattgefunden, zwar in einer sehr karikierten Form in Osteuropa und in China, aber die trotzkistischen Führer, die haben gesagt, nein, das sind keine Revolutionen gewesen, das sind überhaupt keine Revolutionen gewesen, es ist immer noch Kapitalismus, was dort herrscht. So in other words, these leaders who are going to carry forward the real traditions of Trotsky, even if you couldn't change society immediately, at least you preserve the ideas, they made a mess of it. Complete mess. Und genau die Leute, die eigentlich die Aufgabe hatten, eben die Idee von Trotzki weiterzuentwickeln und weiterzubrauchen und eine Organisation darum aufzubauen, die haben eigentlich aus dieser ganzen Idee eine riesen Durcheinander gemacht. Which resulted in big problems. Obviously, if you make a mess like that, you can have big problems and you damage the work that had been accomplished in the past period. Und sie haben eigentlich mit dem einen rechten Schaden angerichtet an der Arbeit, die Trotzki, an der Vorbereitungsarbeit, die Trotzki in der 4. Internationale gemacht hat. But there was only one grouping in the world, and that was in Britain, led by a man called Ted Grant, who actually said, look, this is the reality. We must start with reality, not try and fix reality and try and squeeze our theories into a reality that's not there. Es hat nur eine Organisation gegeben in dieser Zeit, und das war die englische Sektion von der 4. Internationale, wo Ted Grant, wo wir das Buch auch haben und so, das muss man einfach Schleichwerbung machen, dabei war. Und er hat eigentlich die Position vertreten, man muss mit der Realität anfangen, man muss die Realität anschauen und dann auf der Realität eigentlich nachher irgendwie eine politische Perspektive entwickeln und nicht mit irgendwelchen Ideen sich probieren, die Realität zurechtzudrücken, dass es reinpasst. So all the different questions that arose on the Chinese Revolution, revolutions in Eastern Europe, the question of economic perspectives, all these things, that the British leadership, and particularly Ted, were getting it right and explaining the situation, it obviously showed up the stupidity of the leaders of the International. Und eben durch das, dass er halt mit seiner ökonomischen Perspektive, mit seiner Analyse von der Revolutionen in China und in Osteuropa und so weiter, die präsentiert hat, die der Realität entsprechen, hat er mit dem natürlich auch die Dummheit von diesen internationalen Führern irgendwie entblößt. And these so-called leaders were all, had prestige. They were prestige politics, politicians, They were always going to be right, They were the key people. They were the leaders, they should be right. Und die Führer von der Internationalen, das sind so Prestigemenschen gewesen, die sind dann natürlich schwer ihrem Stolz verletzt gewesen. And therefore they worked deliberately to undermine the British organisation, undermine Ted's role, and eventually destroy the movement in Britain. Sie haben dann angefangen, eben die Arbeit zu sabotieren in England und haben letztendlich dann auch geschafft, die Bewegung in England zu zerstören. And as a consequence, by 1950, Ted Grant was left with a small grouping of about 30 people defending the genuine ideas of Trotsky, explaining the reality of the perspectives, as opposed to these people who had made one mistake after another and had dragged the ideas of Trotsky through the mud. Letztendlich ist es dann so gekommen, dass der Ted Grant mit einem kleinen Grüppli von 30 Leuten noch dort gestanden ist in England. Er hat mit dem Grüppli eigentlich probiert, die wirkliche Idee vom Marxismus am Leben zu erhalten, Perspektiven zu entwickeln und hat mit dem halt irgendwie sich gegen die Internationale gestellt von diesen Führern, die halt die ganze trotzkistische Idee durch den Dreck gezogen haben. Of course, these were very difficult times as well, because it was the period of the post-war boom. And also Stalinism had emerged enormously strengthened after the Second World War. Und das sind natürlich auch politisch extrem schwierige Zeiten gewesen, weil im Westen hat man einen Wirtschaftsboom gehabt, was nicht einfach ist als Marxisten nämlich.
Im Ostblock hat man extrem gestärkten Stalinismus gehabt, der extrem gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen ist, natürlich. Also, in Britain in particular, the reformists who were in power, the Labour government, was actually carrying through its programme. In England zum Beispiel hat man eine Labour-Regierung gehabt, die es tatsächlich in dieser Zeit auch von der Kräfteverhältnis geschafft hat, wirklich ihr sozialdemokratische Programm umzusetzen. So the key task really was to explain what was happening. Und die wichtigste Aufgabe war also von dieser Gruppe, wirklich zu erklären, was passiert im Moment gerade. Which Ted did in his writings. Was der Ted in seinen Schriften immer gemacht hat. And prepare for the future. Develop the cadres, prepare for a change in the situation. Und die Aufgabe war dann eigentlich, dass man Kader aufbaut und sich vorbereitet für dann, wenn sich die Situation wieder ändert. But the post-war years were very hard years, insofar as you had full employment, capitalism seemed to be delivering the goods, Stalinism was so strong. Why do you want to become a Trotzkist? Die Zeit war sehr hart für Trotzkisten, weil eben im Kapitalismus hat man gut können leben. Es hat einen grossen Ding im Lebensstandard gegeben. Stalinismus ist sehr stark, also wer kommt auf die Idee, Trotzkist zu werden? Ted began to work in the Labour Party. Der Ted hat dann angefangen, in der Labour-Partei zu arbeiten. And then the Young Socialists, when it was re-established in 1960. Und bei den Jungsozialisten, die 1960 wieder gegründet worden sind. And began to very, very painfully, slowly, gradually reassemble things out of the wreckage of the past period. Und er hat dann ganz eben mit sehr viel Arbeit und ganz langsam wieder angefangen, die Kräfte wieder zu organisieren, die aus der Zerstörung von der Arbeiterorganisation eigentlich noch übrig geblieben ist. But there were still big problems, lack of finance, the pressures of capitalism, ultra-leftism in the Young Socialists. You had sects, different sects were creating problems. So it was a very, very trying and difficult period just to hold on, let alone do anything else. Es ist auch die politische Idee zum Teil sehr schwierig gewesen, also der Druck vom Kapitalismus und dann der Linksradikalismus. Also es hat in den Jungsozialisten sehr viele linksradikale Sekten gehabt. Man hat dort wirklich damit zusammenarbeiten und seine Aufgabe war eigentlich, er hat vor allem einfach probiert, irgendwie den Status quo von der Organisation zu erhalten, damit man irgendwie die Organisation nicht völlig zusammenbricht. The whole experience of the past meant that we were now turning our backs on the so-called Fourth International, because just the name, the people who were running it didn't really defend the traditions of Trotsky, and we were making all sorts of mistakes, going out, supporting guerrillaism, studentism and so on, leaving the working class, putting a question mark over the working class as a decisive force for change. Und der kommt auch von der kommt daher, dass wir eigentlich uns den Rücken zukehren zu der sogenannten Vierten Internationalen, oder zu all den sogenannten Vierten Internationalen, wo eigentlich nur noch der Name übrig geblieben ist und die haben so viele Fehler gemacht in ihrer Geschichte, aber zum Teil haben sich irgendwelchen Guerilla-Bewegungen angeschlossen, zum Teil haben sich völlig auf Studenten konzentriert und davon geredet, dass gibt es überhaupt eine Arbeiterklasse und so, also sie haben eigentlich die Idee vom Marxismus völlig über Bord geworfen. By 1966 we have about 50 comrades in Britain, and we've just launched a newspaper, a monthly black and white newspaper called Militant. 1966 sind es dann 50 Genossen in England. Sie haben gerade eine Zeitung herausgegeben, eine monatliche, eine billige Schwarz-Weiß-Zeitung, die der Militant geheißen hat. And whereas all the other groups who were in the Labour Party left the Labour Party and left the Young Socialists now, they were going to build their own revolutionary party outside, Und das war genau die Zeit, wo all die Sekten, die in der Labour und in den jungen Sozialisten waren, austreten sind und gefunden haben, wir machen jetzt unsere eigene Partei. We did patient work within the youth of the Labour movement, the Young Socialists. Und wir sind drin geblieben und haben sehr geduldige Arbeit gemacht in den Jungsozialisten. By the middle of the 1970s, we'd won an overwhelming majority of the Young Socialists. In der Mitte der 1970er Jahre haben wir die Mehrheit gehabt bei den Jungsozialisten, national. We had 1000 members. Über 1000 Mitglieder. We had a weekly newspaper. Wir haben jede Woche eine wöchentliche Zeitung rausgegeben. And we began to build support inside the trade unions. Und wir haben angefangen, in den Gewerkschaften Unterstützung zu bekommen. By 1983 we get 2 members of parliament, or a Labour Party member, that's stand for parliament. 1983 haben wir schon 2 Parlamentsabgeordnete gehabt. By this time we have 3,000-4,000 members. Es sind etwa 3.000-4.000 Mitglieder. There's a big witch hunt takes place in the mass media because they
are worried that we are pushing the Labour Party to the left because of our influence. Und es hat eine riesige Hexenjagd angefangen gegen uns in den bürgerlichen Medien, weil sie das Gefühl haben, dass wir zu Recht natürlich die Labour-Partei probieren nach links zu ziehen. So all the newspapers are full of articles about militant Trotskyist infiltration. The television is all full of it. So we organise all these meetings all over the country, big rallies to come and join us, then come and fight with us. So that was good from our point of view. Genau, es ist dann überall im Fernsehen und in allen Zeitungen ist dann gesehen, Achtung Trozkismus, der Trozkismus infiltriert die Labour-Partei und so weiter. Überall im Fernsehen die ganze Zeit und wir haben das natürlich genutzt und haben dann im ganzen Land überall Veranstaltungen gemacht und gesagt, ja, dann kommen zu uns und unterstützen uns. Und das hat gut funktioniert. By 1987 we were a third member of Parliament. Und bis 1988 haben wir einen dritten Parlamentsabgeordneten. By this time, our comrades have been expelled from the Labour Party. Aber es sind auch schon viele führende Genossen aus der Labour-Partei wieder ausgeschlossen worden. We participate and actually run and lead a movement against the poll tax, which was introduced by the Thatcher government, and 14 million people don't pay the poll tax. Wir haben den Kampf gegen Poll Tax angeführt in England, wo Thatcher eingeführt hat, und haben 14 Millionen Leute in England dazu gebracht, dass sie die Steuer nicht zahlen, Kopfsteuer. By this time we're up to like 8,000 members. We've had big rallies in the Alexandra Palace and all sorts of places. Bis dann sind wir schon 8'000 Leute gewesen. Wir hatten riesige Veranstaltungen im Alexander Palast. From the smallest group we become the biggest group. Und wir sind eben von dieser kleinen Panelgruppe sind wir zu der grössten trotskistischen Organisation, die England je gesehen hat. Ever since 1974 we started to contact and win over people in other countries and formed other groups in other countries. Das war nicht nur in England, sondern seit den 70er Jahren sind wir auch angefangen, dass wir an internationalen Treffen angefangen Kontakt zu anderen Ländern zu knüpfen. However, by 1991 it's quite clear that in the leadership of Militant, this success, which was a big success, has gone to the heads of quite a few leading people. Und 1991 ist es dann so wie gewesen, dass man langsam gesehen hat, dass der riesige Erfolg, den die Militant hat, gewissen führenden Genossen ziemlich in den Kopf gestiegen ist. And they're trying to move in an ultra-left direction, split from the Labour Party and make all sorts of concessions to nationalism in Scotland. Sie haben dann eine Bewegung Richtung Linksradikalismus gemacht. Sie wollten aus der Labour-Partei austreten und haben einen Schritt Richtung Nationalismus im Beispiel zum Beispiel von Schottland gemacht. They promote a candidate in Liverpool, in Walton, in 1991 against the Labour Party, and that seemed to be, that was the kind of crossing of the sand, crossing the line, if you like. In Liverpool haben sie einen Kandidat gegen einen Labour-Kandidaten gestellt in den Wahlen. Das ist dann so ein bisschen eine Grenze, die überschritten worden ist. So it led to a big fight within the organisation and the international about which is the real methods that we were pursuing. Und das hat dann zu grossen Kämpfen geführt in der Organisation und der ganzen internationalen. And as a result, a split took place at that time. And whereby Ted Grant, Alan Woods, myself, others went to form the IMT, what became the IMT. Aus dieser Spaltung heraus ist dann die IMT entstanden. In other words, we fought for the genuine ideas of the tendency, the methods of the tendency, the genuine ideas of Trotsky. Ja, aber wir sind die Vertreter von der wahren Idee vom Trozkismus. Against ultra-leftism and sectarianism. Genau, wir grenzen das eigentlich von den anderen ab durch das, dass wir nicht die linksradikale, sektiererische Politik machen. And above all, they need to educate cadres for the future. Das Wichtigste ist, dass wir Kader ausbildet für die Zukunft. And that brings us up to now. Und da sind wir jetzt schon bei der Gegenwart angekommen. Because I could go on forever, really, going on to the different episodes and difficulties that we've had. Ich könnte noch ewig weiterreden, mit den ganzen Schwierigkeiten und so weiter, die wir hatten. But yeah, we've had some hard times, but now the things have really turned in our favour. Wir haben schwierige Zeiten hinter uns. Man kann sagen, die Sache hat sich zu unseren Gunsten. We've re-established, if you like, the international on firm, rock-solid theoretical foundations.
Wir haben es geschafft, unser Internationale wiederherzustellen, das bei dieser Spaltung kaputt gegangen ist und jetzt auf sehr felsenfesten theoretischen Grundlagen aufgebaut ist. Above all, we have preserved the contribution not only of Trotsky but also Ted, who added to the theoretical development of Marxism over the past 60 years or more. Wir haben die ganzen Hinterlassenschaften nicht nur von Trotzki, sondern auch von Ted, der theoretisch auch einiges neu dazugefügt hat im Marxismus. So this has enriched our theory, enriched our understanding. Das hat unsere Theorie und auch unser Verständnis bereichert. And now is the time, basically, that, well, this is our time now, because of the crisis of capitalism has re-emerged in a vengeful way. Das ist jetzt die Zeit, also unsere Zeit, die jetzt da ist, wo der Kapitalismus in der Krise steckt. We understand how the masses are going to move through the traditional organizations. Wir verstehen den Fakt, dass sich die Massen, wenn sie sich bewegen, in Richtung von der traditionellen Arbeiterorganisationen bewegen. We understand on the basis of events they will be turned into turmoil, and the ideas of Marxism, of Trotskyism, can win a mass force in each country under those circumstances. Und wir wissen eben, dass in diesen turbulenten Zeiten die Ideen vom Marxismus wieder grosse, breite Massenbasis können erreichen. So we've defended our tradition, we've learned from our tradition, we've prepared the new generation with our tradition, which will succeed in changing society in the next period. Und wir haben aus unseren Traditionen gelernt und wir haben es geschafft, eine neue Generation die Traditionen weiterzugeben, damit sie in der Zukunft können, Thanks. Revolutionen. Dann, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann würde ich dem Rahmen noch das Wort geben. Well, obviously, in developing a Marxist tendency, particularly when you're under pressure, that there's the danger that you can make mistakes of an ultra-left or opportunist direction. It's possible. Wenn man eine marxistische Strömung aufbaut, dann ist immer Gefahr da, dass man Fehler macht, opportunistische, dass man Richtung Opportunismus abdriftet oder Richtung Linksradikalismus. And our task is to obviously minimise those kind of mistakes. Und unsere Aufgabe ist, solche Fehler zu minimieren. And therefore, we have a very sharp attitude towards opportunism. We don't water down our ideas in order to gain favour. Und darum haben wir eine sehr klare Meinung zum Opportunismus. Also wir tun nicht unsere Positionen verbessern, um kurzfristig ein bisschen mehr Zustimmung zu gewinnen. Our ideas correspond to the objective situation. Unsere Ideen müssen übereinstimmen mit der objektiven Situation. And the needs of the working class. Und den Bedürfnissen der Arbeiterklasse. We certainly don't want to make the mistake of sectarianism and ultra-leftism, because that can lead to a disaster. Und wir wollen ebenfalls auf keinen Fall Fehler vom Linksradikalismus und Sektiertum machen, weil das kann zu einer Katastrophe führen. But there's quite a rich literature, you know, in Marx, Engels, Lenin, Trotsky as well, against these deviations. Aber es gibt sehr viel Literatur dazu, wenn man Marx, Engels, Lenin, Trotzki liest, sehr viele Schriften, die genau mit solchen Abweichungen sich befasst. And we treat these books and these articles and so and very, very proudly, and we use them to educate our comrades. Und wir brauchen die Artikel und die Schriften, die sich um das drehen, und brauchen sie, um unsere Genossen zu bilden. Because you know, anybody can build a group, I would say. You know, of a dozen, 2 dozen. You can always find people on the street who'll join something. Jeder kann irgendein Grüppli aufbauen. Also du kannst einfach auf die Straße gehen und findest schon irgendwelche Leute, die irgendetwas beitreten. So it's not surprising you've got lots of different funny groups around the world and different places. Darum ist es nicht überraschend, dass es people, auf der ganzen Welt so komische, dämliche Grüppli gibt von Verrückten. The point really is not that, but how do you transform a grouping of 100 or 1,000 into 50,000, 100,000, 200,000? Sondern was dann wirklich wichtig ist, wie tut man eine Gruppe von vielleicht 1'000 Leuten oder 2'000 Leuten zu einer Gruppe von 50'000, 100'000, 200'000 machen. I mean, that's the most important, isn't it? I mean, obviously you start small, but you don't stay small.
Ich meine, jeder fängt klein an, aber wir wollen nicht klein bleiben. You know, we have great ambitions. Wir haben grosse Ambitionen. And these ambitions mean conquering a majority in the working class movement. Und die Ambition ist, dass wir die Mehrheit in der Arbeiterbewegung And the whole history shows it can be done. und die ganze Geschichte zeigt, es ist möglich. You know, the mass ranks of the Communist International are an example how masses can be won to the ideas of Marxism and revolution. Ich meine, die ganze Massenbasis von der kommunistischen Partei von früher haben gezeigt, dass es möglich ist, mit diesen Ideen die Arbeiter zu gewinnen. But these masses weren't won on the basis of going on the street corner and winning 1, 2, 3, 4, 5, 6. They were won on the basis of serious work towards the mass organizations. Und die Leute sind nicht gewonnen worden, indem man auf die Straße gegangen ist und 1, 2, 3, 4 Leute rekrutiert hat, sondern die sind entstanden, indem man sich seriös auf Massenorganisationen ausgerichtet hat. You know, the future mass forces of Trotskyism will come from out of a crisis within the traditional organizations of the working class. Und die zukünftige Massenbasis von Trozkismus, die wird daraus herauskommen, aus einer Krise in der traditionellen Arbeiterorganisationen. Just as the Communist International came out of the crisis within the social democracy at that particular time. Genauso wie die Massenbasis von der dritten International aus der Krise von der zweiten Internationalen von der Sozialdemokratischen Partei herausgekommen ist. You know, the German Communist Party in 1920 was born out of the independent Social Democratic Party. Die Kommunistische Partei von Deutschland 1920 die ist daraus geboren aus der unabhängigen Sozialdemokratie. The French Socialist Party in the Tours Congress in 1920 voted to affiliate to the Communist International. Und auch die französische Kommunistische Partei war eine Massenpartei, die dann sich entschieden hat, der Kommunistischen Internationale beizutreten. You know, same thing took place in Italy, same thing took place in Czechoslovakia. In Italien, Tschechoslowakei. Where the communist movement built mass forces, I mean hundreds of thousands, they all, without exception, came out of the crises within the old organisations, which is natural if you think about it. Where else would it come from? Und das, also eben die kommunistische Massenbasis, die kommunistische Bewegung, die hat sich eigentlich daraus ohne Ausnahme immer aus der Krise von der alten Organisationen, von der alten Massenorganisationen herausgebildet. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich auch logisch, weil wo soll es sonst herkommen? And in a negative sense, the reason why in Britain the Communist Party was so small, that is about 2,000, 3,000 members, because it failed to win a huge chunk of the British Labour Party to the communist movement. It failed. Und wenn man kann es auch von der anderen Seite anschauen, wenn man in England schaut, warum dort die kommunistische Partei so klein war, also es nur 2.000, 3.000 Leute gab, ist weil es ihnen genau eben nicht gelungen ist, irgendwie die Masse von der Labour-Partei wirklich anzusprechen und irgendwie so. So our orientation, our approach to the mass organisations is not a trivial question. It is a vital question, right? It is. Without that, you've finished. If you don't understand the mass organisations, you won't understand anything. Und unsere Herangehensweise an die Massenorganisation, das ist nicht einfach irgendwie eine triviale Frage, sondern das ist die zentrale Frage. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir keine Zukunft. But it's not the mass organisations as they are now, but as they will become on the basis of events. Und man darf dann den Fehler machen, dass das Gefühl hat, das sind die Arbeiterorganisationen, die wir jetzt vor uns haben, sondern das sind die Arbeiterorganisationen, wie sie werden sein, wenn sich die Ereignisse überschlagen. If you're trying to explain that to a sectarian, wenn man das mit einem Sektierer probiert zu erklären, they think you're, mad, because these organisations are traitors to the working class. These organisations are counter-revolutionary, and that's what they say. They paraphrasing, that's what they say, and not exaggerating, that's what they say. Eben, wenn man mit Sektierern redet, dann die haben das Gefühl, wir sagen wahnsinnig. Weil die finden ja, die Organisationen, das sind Verräter, das sind alles Verräter, Gewerkschaften, alles Verräter und Kapitalistenparteien. You know, you say, we must have nothing to do with these traitors, we've got to build our own mass party. Two men and a dog, that kind of thing. Darum wollen sie auch nichts zu tun haben mit diesen Organisationen, sagen, wir gründen unsere eigene Partei mit irgendwie 2 Leuten und einem Hund.
And the whole approach is not just simply they're wrong on perspectives, they're wrong on their approach, their method, because Lenin said in 1917, what is the Bolshevik Party going to do? Patiently explain our ideas. Patiently explain. Not denounce, which is the characteristic of the sects. They denounce everybody and everything. That's not the method of genuine Marxism. Und es ist nicht nur ein Fehler von der Sekte wie die Herangehensweise, sondern auch ihre Methode, die sie anwenden. Wie Lenin gesagt hat, man muss geduldig erklären und nicht einfach denunzieren. Oder? Also, dass man die Massenorganisationen dort angeht, mit den Leuten redet, diskutiert und nicht einfach sie als Verräter beschimpft. So that's a key thing that differentiates ourselves from all the 57 Heinz variety of different sectarian groups. Und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, wo uns unterscheidet von den 57 komischen Gruppen, die es überall gibt. Obviously, we stress theory, because that's vital as well. That separates us apart. Und ein weiterer Grund ist eben das Theorie, die uns anders macht, dass uns Theorie für uns sehr wichtig ist. Because who else takes theory important these days? Welche Organisation sonst setzt einen Schwerpunkt auf Theorie? As Alan was always says, that Ted says to him, I don't know why Lenin wrote so many books. No one seems to read them anymore. Und wie der Ted zum Alan immer gesagt hat, wieso hat Lenin eigentlich so viele Bücher geschrieben? Die liest gar keiner. Which is a true statement. We want comrades, on the contrary, to read Marx, Engels, Lenin, Trotsky. We organise study classes, read them yourself, conquer them for yourself. It's important for your own political development to do so. That's why. And you'll raise your theoretical level in the process. Und wir finden es sehr wichtig, dass alle Genossen immer selber lesen und sich weiterbilden und sich so auch politisch weiterentwickelt. And the other thing is obviously we're internationalists. We go out our way. Even when we were in a small group in Britain, the first thing on the agenda was world perspectives, internationalism. Und wir sind auch noch Internationalisten und darum ist ja immer, selbst wenn wir einen nationalen Kongress haben, ist der erste Teil immer internationale Weltperspektive. So that's a vital ingredient as well that sets us apart in our building of a proper, genuine international organisation. Und das ist ein weiterer Punkt, der uns separiert von den anderen, eben das unser Internationalismus und unsere ernsthafte Herangehensweise an den Aufbau der Internationalen. So we are not sectarians, we're not ultra-lefts, we're genuine Marxists, we're Trotskyists with our particular traditions that we've learnt from the past. Wir sind keine Sektierer, wir sind keine Linksradikale, sondern wir sind Trotzkisten, mit unseren Ideen, die wir aus der Vergangenheit gelernt haben. And also we can be very flexible in our approach. Und wir sind in unserer Herangehensweise, Taktik, sind wir sehr flexibel. Provided we win people and educate them properly. Solange wir die Leute können gewinnen und sie gut bilden. And prepare these forces for the future. Und die Kräfte für die Zukunft vorbereiten. But the sects will always be with us, just like in the Bible, it says the poor are going to be with us all the time. The sects are always with us all the time. Aber die linksradikalen Sekten, die werden immer auch noch um uns herum sein, so wie in der Bibel schon geheißen, dass die Armen immer um uns sind. The only problem with them is that if they do come across some young, unfortunate person, they'll miseducate that person. That's all. They do damage, as was pointed out. Und eben, was sie eigentlich machen, ist, wenn sie irgendwie einem armseligen Mensch dummerweise in ihr Netz hineingeht, dann sie ihn misserziehen. And that is why we turn our back on these people. Darum kehren wir den Rücken zu diesen Leuten, weil sie eigentlich nur Schaden anrichten. And face to the fresh youth, the fresh young people, the fresh workers. Und darum wenden wir uns auch an die jungen Leute, an frische Leute. You can't say fresh in Switzerland. You can't say fresh? No, it doesn't work. People start I can say fresh. You say it. Whoever, anyway. But I would say that what you need to do, there's a lot of material in print that you should read about the history of the movement.
Es gibt sehr viel Material, also Druckwaren, Bücher, die man lesen kann. Ted Grant's writings. Zum Beispiel Ted Grant seine Schriften. History of British Trotskyism. Zum Beispiel Geschichte vom britischen Trozkismus. And all these books contain a lot of material about the past and the lessons of the past and give you an idea of the history. Und die Bücher, die haben sehr viele Informationen drin über unsere Vergangenheit, über auch die Lektionen aus der Vergangenheit, über Geschichte grundsätzlich. And history is important, and our own history is vital. Geschichte ist sehr wichtig und unsere eigene Geschichte ist sogar lebenswichtig. So, I hope you've enjoyed this very extensive runaround. You know, covering a lot of ground here. Hoffe, dass es euch gefallen hat, der sehr intensive Rundgang. Because you give me an impossible task to perform. Weil er hat eine unmögliche Aufgabe bekommen. So it's now up to you to follow it through by reading the supplementing material itself. Und es ist jetzt eure Aufgabe, die Lücken, die jetzt da noch bestehen, selber zu füllen, indem ihr leset. Okay, leave it there. Also.